hasse diese Berge. Ehrlich. Richtig ätzend. Und dann die ganze Zeit an der Straße. Ich habe einen echt schönen Strand in Faversham gefunden, habe meine Drohne rausgeholt und ein paar Luftaufnahmen gemacht. Als ich ein bisschen rumspielen wollte und ein bisschen über den Matsch fliegen wollte, habe ich es leider geschafft, die Landung einzuleiten, und es ist Folgendes passiert. Ich habe meinen kleinen treuen Freund leider abstürzen lassen. Irgendwie habe ich die Landung eingeleitet, obwohl ich das gar nicht wollte. War zu nah am Boden, also weil ich eine Schräge runtergeflogen bin. Und dann war da ein Stein. Jetzt ist es überall ein bisschen dreckig. Ich hoffe einfach nur, dass die Linse und Kamera nichts abbekommen hat. Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin jetzt auf einem Campingplatz in Whitehill angekommen. Eigentlich wollte ich heute nach Rochester fahren, aber habe es zeitlich nicht geschafft, da ich die Drohne gecrashed habe und dann noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sauber gemacht habe. Und naja, so ist es jetzt halt. Ich habe gerade lecker gegessen, habe noch mal ein paar Videos sortiert und genieße jetzt den Abend. Das ist wirklich einer der schönsten Campingplätze, die ich bis jetzt gesehen habe. Super gepflegt, die Lichter wirklich wunderschön, Leute sind super freundlich. Ja, kann ich richtig empfehlen. Also so, falls ihr mal in England seid und am Campen seid, fahrt nach Whitehill. Nee, Faversham. Kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall eine gute Nacht. Bis morgen. Um nochmal darauf einzugehen, was mit der Drohne ist. Die Drohne ist mit dem Gimbal, also vorne der Kamera, in den Matsch gerammt. Und leider kann ich das nicht selber beheben. Und kann die Drohne jetzt eine lange Zeit nicht nutzen. Und muss ab Frankreich dann die Drohne zu DJI schicken, um die dann säubern zu lassen, beziehungsweise eventuell einen neuen Gimbal einbauen zu lassen. Ja, guten Morgen zusammen. Ich sitze jetzt schon wieder auf meinem Bock. Es geht jetzt weiter Richtung London, beziehungsweise erstmal Rochester. London wären jetzt 60 Meilen, also 100 Kilometer. Mit den Bergen ein bisschen ein Problem, das werde ich nicht schaffen. Aber ich versuche heute so weit zu kommen, wie es geht. Und dann heute Abend mich noch mal ein bisschen ans Laptop zu setzen. Scheiße. 1000 Kilometer. Endlich 1000 Kilometer. Ich stehe mitten in England. Freue mir gerade richtig einen Keks. Nur noch 15 to go. Geil. Ja. So, der erste dritte Reifen hat sich genau auf die 1000 Kilometer Zeit gelassen. Jetzt wird gewechselt.
Ja, leider hat das Flicken nichts gebracht. Ich habe den Reifen zwischendurch nochmal aufgepumpt, bin jetzt 11 Kilometer weit gekommen und der Reifen ist wieder fast platt. Also es ist besser, die Luft fließt nicht raus, sondern geht ganz langsam raus. Aber der Flicken hilft dann nicht alleine. Heißt, jetzt das Ganze nochmal alles wieder runternehmen, neuen Schlauch rein und dann gleich mal einen Fahrradladen suchen und einen neuen Schlauch kaufen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum es in Rochester auf einmal nicht mehr bergauf oder bergab geht. Erklärung. Die Stadt liegt oben auf dem Berg. Oh, also so schön das hier auch ist, diese Berge, alter Schwede. Bin heute 30 Kilometer, glaube ich, gefahren, 35 Kilometer. In der Zeit, wo ich 80 geschafft hätte. Und ich bin dreimal so im Eimer. Meine Güte. Rochester aus bin ich dann noch nach Tilbury gefahren. Meine GoPro hat an dem Tag ein bisschen gestreikt. Ich denke mal, das war wegen der Hitze. Die war ein paar Mal überhitzt. Ganz genau kann ich es mir nicht erklären. Deswegen habe ich abends halt auch keine Videos mehr gemacht. Der Campingplatz in Tilbury war ziemlich schrecklich. Wurde die ganze Zeit von Mücken zerstochen und musste super viel Geld bezahlen, ich glaube 37 Pfund, weil irgendwie 25 Pfund für den Campingplatz, 12 Pfund für so einen komischen Clubmitgliedschaft. Da haben die mich ordentlich gelingt, aber egal, ich war froh, überhaupt einen Schlafplatz zu haben und habe dann den Tag nach einfach ausklingen lassen. Ich habe mir eben noch schnell was gekocht, geduscht und dann schnell ins Bett gelegt. Ja, guten Tag zusammen. Ich sitze hier gerade in Tilbury, nähe London und muss sagen, meine Motivation ist heute wirklich tief am Boden. Der Tag gestern war irgendwie super anstrengend. Bin knapp 70 Kilometer nur bergauf und bergab gefahren. Das Schlimmste war, glaube ich, an der Autobahn lang. Da war ein kleiner Radweg, so 2 Meter entfernt von der Fahrbahn, ohne jegliche Absperrung. Und es ging einfach 2 Kilometer bergauf, so ungefähr, weiß ich gar nicht, mit 5 Grad nahe Steigung, also nicht viel, aber bei 2 Kilometern schlaucht das extrem. Und als Belohnung wurde man nicht mit einer Abfahrt belohnt, sondern nochmal mit einem Aufstieg von 300 Metern mit 10%. Danach war ich halt echt schon bedient, musste aber noch einige Meter weit fahren. Dann war gestern die Fähre, die über die Themse führt, nicht in Betrieb, weil die sonntags halt nie aufhat. Und der Tunnel, da durfte man mit dem Fahrrad nicht durchfahren, aber es gab einen Fahrradtransport. Das ist halt von der Highway Patrol sozusagen oder Highway Control. Die holen dich dann ab an einem gewissen Punkt und du lädst dein Fahrrad ein und die bringen dich eben durch den Tunnel und setzen dich auf der anderen Seite wieder ab. Gut, Tunnel war nur leider gesperrt. Also stand ich da erstmal noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde glaube ich, bis ich abgeholt wurde und dann durch konnte. Bin dann erst um, ich weiß gar nicht, 22 Uhr und ein bisschen hier am Campingplatz angekommen. War alles schon duster, Moskitos ohne Ende. Dann die beiden Platten gestern. Meine Motivation ist heute echt völlig am Ende. Ich war eben gerade schon duschen. Einmal frisch machen, aber auch das hat bis jetzt nichts geholfen. Habe jetzt mir schon Frühstück reingezwängt, mir jetzt kurz noch einen Tee gemacht. Bisschen Schwarztee, ein bisschen Energie. Wenn man schon in England ist, kann man sowas ja auch ausleben. Und jetzt
packe ich gleich zusammen und versuche irgendwie nach Cambridge zu kommen. Ich hoffe, mit der Fahrt kommt ein bisschen meine Motivation wieder. Hier auf der Seite von der Themse soll es auf jeden Fall alles ein bisschen flacher sein, nicht so wie gestern. Bis nach Edinburgh sind es noch 500 Meilen, also irgendwie das knapp bei 800 Kilometern. Google hat mir eben angezeigt, es sind knapp 9000 Fuß, die ich erklimmen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Meter das sind. Ich schätze mal 3.000 bis 4.000 Meter auf der ganzen Strecke. Ist auch nicht gerade so wenig. Ja, aber es geht voran. Und England ist eigentlich echt schön, aber es zermürbt auch heftig. Ja, moin zusammen. Meine Kette ist gerade so rausgeflogen, dass die sich oben getroffen hat. Also die ist nicht einfach abgesprungen, sondern die hat sich nochmal rumgedreht und sich oben getroffen. Und jetzt scheinen die Schaltungen vorne nicht mehr richtig zu funktionieren. Ich habe absolut keine Ahnung, was es ist, woran es liegt. Ich bin ein bisschen am Rumspielen, weil mir ein Mechaniker das gezeigt hat, aber ich glaube, das führt nicht zum Ergebnis. Ja, ich kriege es alleine nicht gefixt. Ich fahre jetzt zu einer Fahrradwerkstatt, fast 2 Kilometer entfernt, und hoffe, die können mir helfen. Ich versucht habe, meine Kette zu reparieren. Hat es das, glaube ich, nur ein bisschen schlimmer gemacht. Da funktionieren jetzt nur noch 1 oder 2 Gänge. Kleine Fahrradwerkstatt hier in der Nähe von London, in Bramford heißt es, glaube ich. Hat mehr Platz. Ich habe morgen einen Termin bei einer größeren Werkstatt und hoffe, dass der Bike-Check, so nennen sie es, schnell vorübergeht und da keine große Sache bei rauskommt, weil dann muss ich echt mal gucken, wo ich die nächsten Tage bleibe und wie ich das alles mache. Ja, passt natürlich absolut nicht in meinen Zeitplan und bin echt ein bisschen genervt. Ich habe mir heute einen Sonnenbrand geholt des Todes, weil ich das Tanktop angezogen habe. Habe eingecremt, aber bei den heutigen 30 Grad war das wohl ein bisschen zu viel. Und ja, 2 völlig schräge Tage, gestern und heute, und hoffe echt, dass es die nächsten Tage besser weitergeht. Weil der Weg nach Edinburgh ist noch echt weit. Von mir gibt es morgen mehr, vielleicht sogar Sightseeing in London. Ja, ich bin jetzt bei Halfords und da scheint nichts kaputt zu sein. Es war einfach nur reingedreht, die Schaltung, sodass dieser Heber immer geschliffen hat, weil er immer schräg stand. Entweder da vorne oder hinten geschliffen. Das konnten wir jetzt richten. Jetzt ist gerade noch hinten neue Bremsbeläge drauf und dann sollte alles wieder gut sein. Das einzige Problem ist, dass das vordere große Zahnrad ein bisschen schlackert. Und leider gibt es davon kein neues. Ich kann damit weiterfahren, ist kein Problem, aber auf lange Sicht muss es irgendwann neu. Ich weiß noch nicht wie, weil anscheinend gibt es irgendwie nirgendwo mehr. Gute Neuigkeiten, alles läuft wieder. Ich muss aber unbedingt hinten den Reifen wechseln. Und der Herr von Halfords hier, thank you mate, awesome, thank you. Er hat mir tatsächlich nur die Bremsbeläge berechnet und den Rest der Arbeit einfach so gemacht. Alter, danke. Really, really appreciate it. Ja, und ansonsten, ich muss unbedingt die Reifen hinten wechseln. Da guckt schon das Innenleben raus. Es gab aber gerade keine Reifen mehr, die hier hatten. Ich habe gerade gehört, das ist Cricket. Und spielen Essex-Fans gegen die Sussex-Fans. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Sieht aber irgendwie ganz witzig aus, das Spiel. Ja, das ist das Geile an so einer Radtour. Zwischendurch einfach was reinschaufeln. Immer wieder geil, solche Schleusen. So kleine Schleusen mittendrin im kleinen Fluss. Geil. Es gibt Abendbrot, Curry, Gemüse, ein Zitronen-Koriander-Reis, dazu Nahenbrot, Pfefferminztee. Guten Appetit! Guckt euch mal bitte diesen Sonnenuntergang an. Leider sind da viele Bäume im Weg, aber sieht trotzdem geil aus. Und da hinten, da camp ich.